Ja, willkommen zu einem neuen Vortrag Gesundheit neu gedacht, Teil 1 Erkrankungsarten. An wen richtet sich das Ganze und was erwartet euch hier? Es richtet sich vor allen Dingen an die Menschen, die Eigenverantwortung für ihre Gesundheit übernehmen wollen, soll auch einem wissenschaftlichen Diskurs dienen. Und in diesem Teil geht es jetzt in erster Linie um diese Grunderkrankungsarten, wie man sie erkennt. Und in einem zweiten Teil kommen wir nochmal zu Zivilisationskrankheiten wie Arteriosklerose, Demenz, Diabetes, Cholesterin und so weiter. Worum geht es jetzt in diesem Vortrag? Hier einmal die Inhaltsübersicht, ein kleines Vorwort, dann die Übersicht über die verschiedenen Krankheitsarten, die wir jetzt im Folgenden nochmal durchgehen, nämlich Physis, Atrophis, Toxis, Partis, Mentis, Oscillis und ein kleines Abschlusswort. Ja, bevor wir zum eigentlichen Vortrag kommen, noch ein kleines Vorwort. Wer bin ich überhaupt, dass ich mir anmaße, hier in Sachen Gesundheit mitzureden? Ich bin erstmal gelernter Zahntechniker, habe 6 Jahre in der Medizintechnik gearbeitet, mache aktuell eine Ausbildung zum Heilpraktiker bei Paracelsus, habe auch 2 Jahre als Industriekaufmann in Ausbildung verbracht und war 12 Jahre chronisch krank mit diversen Selbstversuchen und Eigenrecherche, also 12 Jahre, wenn man so will, Medizinstudium auf eigene Faust. Ja, ich bin auch sehr enttäuscht von der Schulmedizin, muss ich wirklich sagen. Das hat für mich mit Gesundheit auch alles nicht mehr ganz so viel zu tun. Auf was für Literatur und Erfahrung kann ich mich so berufen? Ich habe die Heilpraktiker-Akademie mit 14 Bänden, da kommen wir gleich noch mal drauf, zu Bücher wie Krebsbankrott, Gesundheit verboten, den Codex Humanus in 4 Werken als Nachschlagewerk, verschiedene Bücher von Hildegard von Bingen, ein Buch über kolloidales Silber, diverse Hörbücher wie Darm mit Charme, Zell- und Gewebelehre, über Psychoanalyse von Sigmund Freud, Psychologie der Massen von Gustave Le Bon und vieles mehr. Also ich würde mich grundsätzlich durchaus als gebildet betrachten, natürlich ohne schulmedizinischen Abschluss. Wie sieht sowas aus? Oben links sieht man dann einmal so ein bisschen das Regal mit den verschiedenen Büchern, was Gesundheit zumindest anbelangt. Unten links haben wir die Heilpraktiker-Akademie in 14 Bänden mit verschiedenen Themen wie Basiswissen, Hämatologie, Immunologie, Herz-Kreislauf-System, Atmungssystem und Sinnesorgane, Endokrinologie, Verdauungssystem, Urologie, Gynäkologie, Dermatologie, Bewegungsapparat, Neurologie und Psychiatrie. Also wie man sieht, Heilpraktiker ist mittlerweile ein Beruf, der wirklich was auf dem Kasten haben muss, der Schulmedizin nicht mehr sehr viel nachsteht, in vielen Belangen sogar übertrifft mittlerweile. Aus eigener Erfahrung kann ich das so sagen. Wie sieht so ein Buch aus hier aus der Heilpraktiker-Akademie? Da haben wir links zum Beispiel ein wenig das Verdauungssystem, die HEPA, also Leber, Gaster für den Magen, Spleen für die Milz, alles mit Fachbegriffen hier auch entsprechend dokumentiert. Dann haben wir das Lymphsystem so ein bisschen da erklärt, ja, mit bisschen was zur Pathologie. Und das zieht sich über diese 14 Bände halt komplett durch. Ich selbst habe mir dann noch so 'ne lustigen Poster hier geholt, Gefäßsystem des Menschen, das bei mir an der Tür klebt. Und oben rechts noch so ein bisschen, ja, was zum Puzzeln, zum Lernen, ja. Also, wie man sieht, das ist nichts, von daher erlaube ich mir hier meine Meinung einbringen zu dürfen. Ihr wisst ja, wie das ja alles läuft. Ein wissenschaftlicher Diskurs ist nicht mehr erwünscht. Hier werden nur noch absolute Wahrheiten verkauft und jeder, der diesen absoluten Wahrheiten widerspricht, der wird zensiert, als Aluhut abgestempelt. Finde ich schade. In einer Zivilgesellschaft sollte sowas nicht so sein, in einer Diktatur dann schon eher. Deswegen lese ich das jetzt ja einmal vor, aus rechtlichen Gründen und zum Selbstschutz. Was ich hier vorstelle, ist ein konzeptionelles Ordnungsmodell, kein Ersatz für aktuelle medizinische Diagnosen.
Ich bin kein gelernter Schulmediziner. Diese Inhalte dienen dem wissenschaftlichen Diskurs und sind keine Handlungsempfehlung. Bei Fragen, Risiken und Erkrankungen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Ich übernehme keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Wirksamkeit des präsentierten Inhalts. Die Anwendung der hier dargestellten Ideen sind keine Heilungsversprechen, sondern dienen zur Eigenrecherche und sollen zu eigenverantwortlichem Handeln in Sachen Gesundheit anregen und ersetzen keine ärztliche Diagnose oder Behandlung. Ich übernehme keine Haftung und Verantwortung für Eigenexperimente. Damit man überhaupt erstmal einen Einblick bekommt, was ich hier überhaupt vertrete. Ich vertrete in erster Linie Naturheilkunde und alternative Medizin, aber auch Teile der Schulmedizin. Nicht alles aus der Schulmedizin ist schlecht, das muss man ganz klar so sagen. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zu. Mir geht es vor allen Dingen um Pflanzen und ihre Wirkstoffe und Vitamine und Spurenelemente. Worum geht's mir nicht? Auch große Teile der Schulmedizin sind hier zu nennen, leider. Homöopathie und germanische Medizin vertrete ich ebenso nicht. Warum nicht die Homöopathie? Ja, Naturheilkunde wurde lange Zeit unterdrückt, lief parallel zur Schulmedizin und da haben sich die Naturheilkundler gedacht, wenn sie halt selber keine Medikamente auf den Markt bringen dürfen und die Schulmedizin ihnen nur erlaubt, schwachpotente, naturheilkundliche Kräuterextrakte sozusagen oder Pflanzenextrakte auf den Markt zu bringen, dann vermarkten sie das wenigstens so, als ob's irgendwie was ganz Tolles wäre und da hat man dann halt auch potenziert. Das Problem ist, potenzieren heißt ja, wie gesagt, verstärken. Und die Homöopathie macht genau das Gegenteil mit ihren D-Stufen, das heißt ein Pflanzenwirkstoff wird quasi so lange verwässert und verdünnt, bis er eigentlich total wirkungslos ist, was halt auch der Grund ist, weshalb die Naturheilkunde leider wegen der Homöopathie ein wenig in Verruf gekommen ist. Dann gibt es die germanische Medizin, diese 5 biologischen Naturgesetze, die vor allem mit der Psyche und einer mentalen und gefühlsmäßigen Ebene zu tun haben. Und das ist mir ein bisschen zu simpel gegriffen, spielt natürlich auch in Sachen Gesundheit definitiv eine Rolle. Das ist gar nicht auszuschlagen, das wäre albern, wenn man das jetzt komplett hier ins Lächerliche ziehen wollen würde. Aber es ignoriert die Komplexität von Erkrankungen und deswegen fällt das bei mir auch ein wenig unter den Tisch. Ja, zum Thema Schulmedizin. Da gehen wir erstmal die mittleren Balken durch, und zwar Diagnostik. Grundsätzlich sehr gut, berufen sich ja auch die Heilpraktiker drauf. Wir machen auch Blutuntersuchungen, schauen uns das alles an oder geben Urinproben, Stuhlproben ins Labor. Das ist alles genau wie in der Schulmedizin auch. Diese Diagnostik ist wichtig und gut. Bei der Chirurgie ist es ähnlich. Also wenn ich mir den Arm breche oder sonst irgendwie verunglücke, dann bin ich froh, wenn es einen Schulmediziner gibt, einen Chirurgen, der einen wieder zusammenflickt. Das nehme ich natürlich genauso in Anspruch wie jeder andere auch. Hier jetzt zu sagen, die Schulmedizin wäre alles irgendwie nur Schwachsinn, wäre schon ein bisschen fragwürdig, wenn man sowas dann in den Raum stellt. Das Gleiche gilt natürlich für die Lebenserhaltung und Notfallmedizin. Auch tippitoppi. Wenn ich einen Schlaganfall oder sowas habe, dann mache ich da auch gerne vom Gebrauch. Ein Thema, das ich sehr kritisch sehe, ist das Thema Impfung. Wenn überhaupt Totimpfstoffe, können wir auch gleich mit den Negativfaktoren hier anfangen. mRNA-Impfstoffe bin ich überhaupt kein Freund von, weil hier die eigene Zelle, die eigene Genetik sozusagen eingegriffen wird. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Indirekt auf jeden Fall. Dann, es werden viel zu viele unnötige Impfungen und häufig auch gefährliche Adjuvanten in den Impfungen wie Aluminium verwendet. Und mittlerweile gibt es ja so viele Impfungen, das ist ja der regelrechte Wahnsinn. Dann hat man schon alle Krankheitserreger bis zum 3. Lebensjahr, die man sich so normalerweise über das ganze Leben einfangen könnte, direkt schon eingefangen. Zeitgleich häuft sich Aluminium und andere belastende Adjuvanten im Körper. Das sammelt sich natürlich an, deswegen sollte man da vielleicht mal überlegen, ob man da nicht doch mal wieder einen Schritt zurückgeht und wieder auf die nötigsten Totimpfstoffe zurückgreift, wenn überhaupt. Ja, in der Chirurgie, da haben wir häufig das Problem, dass aus Profit und nicht aus Notwendigkeit operiert wird, da man ja mittlerweile unser Gesundheitssystem leider
in ein marktwirtschaftliches System umgebaut hat. Das heißt, es geht nicht mehr primär um die Versorgung des Patienten und diesen wieder gesund zu machen, sondern es geht daraus, aus Krankheit möglichst viel Profit zu schlagen. Bei der Diagnostik haben wir auch 3 Punkte. Da fangen wir mal unter der Chirurgie haben wir dann Mangelerkrankungen und Noxen. Also Noxen, das sind alle giftigen Substanzen sozusagen von der Chemie über Schwermetalle, Umweltgifte, Pflanzenstoffe. Die fallen irgendwie alle mehr oder weniger durchs Raster oder werden nur in Akutfällen überhaupt erkannt. Da ist die Schulmedizin, obwohl sie die nötige Diagnostik eigentlich zur Verfügung stellt, absolut blind. Wer da einen guten Hausarzt oder dergleichen hat, der kann sich glücklich schätzen. Ja, häufig wird auch die eigene Diagnostik missverstanden. Da komme ich im Teil 2 zu den Zivilisationskrankheiten, insbesondere zum Thema Entzündung und Cholesterin nochmal drauf zurück. Da wird ja das Cholesterin auch immer sehr schlecht gesprochen. Kommen wir dann aber im zweiten Teil nochmal zu. Viele Diagnostiken sind auch mittlerweile echt gefährlich. Da habe ich mal 4 Stück rausgenommen. Nämlich A, die Radiojodtherapie, die mit einem radioaktiven Jodmolekül arbeitet. Das ist das gleiche wie nach radioaktiven Unfällen. Also normalerweise soll man die Schilddrüse ja schützen, indem man normales Jod aufnimmt, damit dieses Jod nicht aufgenommen wird, dieses radioaktive Jod. Hier wird explizit damit gearbeitet und ist in die Schilddrüse quasi eingearbeitet zu diagnostischen Zwecken. Da fragt man sich schon ein bisschen, ob wir hier noch alle Sinne beisammen haben. Dann haben wir das Thema Kontrastmittel, insbesondere MRT-Kontrastmittel, wo auch Schwermetalle wie Gadolinium eingesetzt werden, was bei insbesondere vermehrter, wiederholten Gabe zu echt schwerwiegenden Symptomen und Komplikationen führen kann. Das wird auch mittlerweile immer populärer. Wir haben die Mammographie, braucht man auch eigentlich nicht viel zu sagen, da gibt es definitiv weniger gefährliche Möglichkeiten, das zu machen. Dann die Tumorbiopsie, da kommen wir auch im zweiten Teil nochmal beim Thema Krebs, Schwermetalleinlagerung und Parasiten nochmal mit zum Thema. Dann, was mir wichtig ist, gerade weil wir das Thema Impfung hier gerade angesprochen haben. Die meisten gesundheitlichen Vorteile, die Impfung zugesprochen werden, basieren nämlich auf ganz anderen Faktoren. Das wird ja immer so getan, oh, wir impfen und jetzt hat sich unsere Lebenserwartung drastisch erhöht und Krankheiten gehen zurück. Tatsächlich ist das aber auf viele Faktoren zurückzuführen. Da hätten wir zum Beispiel Antibiotika, Penicillin, Desinfektion und Sterilisation. Wir haben allgemein Hygiene, Kanalisation, Badezimmer, Händewaschen. Wir haben eine neue Nahrungssicherheit durch industrielle Landwirtschaft, Verminderung von Hungertod, was natürlich auch zu einer höheren Lebenserwartung führt. Wir haben weniger militärische Konflikte, besonders mit Zivilbeteiligung. Das war früher auch alles ein bisschen wilder. Und das führt natürlich alles dazu, dass Krankheiten zurückgehen und wir eine höhere Lebenserwartung erhalten. Das ist nicht alles irgendwie auf Impfung zurückzuführen, sondern gibt es viele Sachen, die leider wirklich durchs Raster fallen. Einmal als Beispiel Impfung gegen Tuberkulose. Machen die überhaupt noch Sinn? Weil, wenn man sich mit dem Thema Tuberkulose beschäftigt, dann weiß man mittlerweile, dass die Schulmedizin selbst dafür verantwortlich war, indem sie mit verdreckten Werkzeugen die Nabelschnur durchtrennt hat. Jetzt ist es ja so, dass die Nabelschnur ein direkter Blutkanal zum Kind ist. Und wenn da jetzt natürlich Bakterien und Co. eindringen, dann kommt es natürlich zu einer Infektion, und zwar einer quasi systemischen Infektion bereits, weil ja nicht noch irgendwelche Hürden wie Schleimhäute überwunden werden müssen. Dann auch das Thema Geburt lässt mich nicht so wirklich ruhig, weil warum sollen Frauen auf dem Rücken gebären? Ich habe jetzt hier leider Bauch geschrieben, das wäre nämlich die Vierfüßlerstellung, die ja mit der Gravitation oder mit der Schwerkraft arbeitet. Gravitation gibt es meiner Meinung nach nicht. Kann sich jeder nochmal bei meinem Vortrag
die Kugelerde widerlegt, gerne alles anschauen. Also wesentlich sinnvoller wäre es hier, dass Frauen in der Vierfüßlerstellung gebären und nicht gegen die Schwerkraft arbeiten, was dann natürlich dazu führt, dass häufiger ein Kaiserschnitt durchgeführt werden kann. Da wären wir wieder beim Thema Marktwirtschaft geht über Gesundheit des Patienten. Vielleicht wird das ja tatsächlich gemacht, ist natürlich eine Verschwörungstheorie, dass man häufiger den Kaiserschnitt machen muss. Aber gut. Dann die Frage, wieso wird die Nabelschnur überhaupt durchgetrennt? Das Thema hatten wir ja gerade bei Tuberkulose. Es macht aus meiner Sicht nicht viel Sinn. Man kann das Kind auch gerne ein wenig auf der Mutter erstmal liegen lassen und die Nabelschnur würde ohnehin nach ein paar Tagen von alleine abfallen. Macht ja auch vielleicht Sinn, die Natur hat sich da sicherlich etwas bei gedacht. Dann die Traumatisierung von Neugeborenen durch Mediziner, dieses ganze Überkopfhalten, fallen lassen. Und da hatte ich gerade ein interessantes Video zu gesehen, da hat ein Schulmediziner tatsächlich gesagt, Fallen wäre die einzige Angst, mit der wir geboren werden. Jetzt muss man sich fragen, werden wir überhaupt mit Ängsten geboren? Und ich sage definitiv nein. Wie entstehen denn Ängste? Sie entstehen durch Erfahrung oder durch Befürchtungen. Und kleine Kinder können natürlich kognitiv noch keine Befürchtungen in die Zukunft äußern. Deswegen sind hier Ängste vor allen Dingen durch Erfahrung entstanden. Die erste Erfahrung, die Kinder hier machen, ist, dass sie fallen gelassen werden, über Kopf gehalten werden, dass man ihnen auf den Arsch schlägt. Das ist Traumatisierung. Pur bin ich auch kein Freund von und das hat nichts damit zu tun, dass wir mit dieser Angst geboren werden, sondern es ist einfach die erste Erfahrung, die wir in dieser Welt machen durch die Schulmedizin. Krankheitsarten. Dazu habe ich mir eine systemische Geschichte ausgedacht. Einmal links die Ursache und dann rechts in Blau die Beispiele. Nämlich erstens Physis, die physikalische Ebene. Das sind Schnittverletzungen, Knochenbrüche und Verbrennung. Dann haben wir zweitens Atrophis, die Mangelerkrankung, wie Osteoporose, Vitamin B-Mangel, Vitamin D-Mangel und so weiter, was es da so alles gibt. Drittens Toxis, Erkrankung durch Noxen. Das heißt Schwermetalle, Chemikalien, Pflanzen, Tiergifte, Umweltgifte und so weiter. Viertens Pathis, Erkrankung durch Mikroben. Dazu zählen Parasiten, wo ich auch tatsächlich Viren mit reinzählen würde persönlich, Bakterien, Pilze und so weiter. Dann haben wir fünftens Mentis als emotionale Erkrankung des Geistes. Dazu zählen zum Beispiel Süchte, Aggressionen, Verfolgungswahn, posttraumatische Belastungsstörung. Und als letztes, da wir uns ja in der Moderne mittlerweile auch viel mit Frequenzen beschäftigen, habe ich hier noch Oszillis als Idee mit eingebracht. Das wären dann frequenzielle Erkrankungen, wozu dann symptomatisch sich das Ganze äußern könnte in Depression, Burnout und Grippe. Das ist wie gesagt nur eine Idee, über die man ja aber durchaus heutzutage auch mal sprechen kann. Abschnitt 3.1 Physis. Da haben wir jetzt eine kleine Tabelle. Da muss man gar nicht viel zu sagen, denke ich. Wir haben da verschiedene physische Arten, uns zu verletzen. Mechanisch, thermisch, chemisch, über Stromschläge oder Strahlung. Und hier kann man guten Gewissens auch wirklich sagen, bei physikalischen Verletzungen, da kann man in der Regel guten Gewissens den Hausarzt oder die Notambulanz aufsuchen. Kleine Verletzungen mit Silber oder Jod desinfizieren, das war früher in der Schulmedizin tatsächlich so auch absolut üblich. Silber und Jod sind allgemein bekannt, dass sie desinfizierende oder antimikrobe Eigenschaften haben. Deswegen wurde Silber in Pflastern verarbeitet und Jod auf Wunden aufgetragen. Gerade unter Verbänden. War lange Zeit so tatsächlich Standard auch. Dann natürlich noch ein Pflaster oder ein Verband drauf, aber bei schweren physischen Verletzungen bitte immer den Notarzt oder den Hausarzt aufsuchen. Abschnitt 3.2 Atrophis. Da reden wir von Mangelerkrankung, denn genau das bedeutet Atrophis auch, wird allerdings irgendwie nicht so ganz erkannt in der Schulmedizin, deswegen müssen wir hier mal ein bisschen einsteigen. Und die Grundbausteine, die wir hier im Körper haben, nennen wir Aminosäuren.
Aus denen setzt sich alles zusammen, unsere Proteine, aus denen dann später auch Enzyme, Hormone, Teile des Immunsystems oder Zellwänden gebildet werden. Super wichtig, da gibt es immer so unterschiedliche Ansichten, wie viele Aminosäuren jetzt tatsächlich für den Menschen relevant sind und wie viele davon essenzielle Aminosäuren sind, also solche, die wir extern über Nahrung zuführen müssen, weil der Körper sie nicht aus den Grundsubstanzen Substanzen selber herstellen kann, also aus den Makronährstoffen und Spurenelementen, Vitaminen und so weiter. Dafür habe ich jetzt einmal so ein kleines Schaubild erstellt hier über die Proteinsynthese. Wie werden denn Proteine überhaupt erstellt? Das wissen auch leider viele Schulmediziner gar nicht. Und zwar fängt das im Zellkern mit der DNA an. Da ist unsere DNA gelagert. Der sogenannte Bauplan nenne ich das Ganze mal. Und dann fangen wir oben an. Wenn jetzt also ein Protein gebaut werden soll, dann weiß der Zellkern Bescheid, alles klar, schickt das Transportmolekül los, die sogenannte tRNA, die dann im Zytoplasma rumschwimmt und da sozusagen die Aminosäuren einsammelt, die zu den Ribosomen bringt, das sind dann die Proteinfabriken, wo dann so ein Protein zusammengestellt wird. Jetzt braucht man dazu natürlich noch den Bauplan, das ist dann die Kopie eines Teils der DNA, also wirklich nur der Anteil, der gebraucht wird, speziell für dieses Protein. Also nicht die gesamte DNA, sondern wirklich nur ein Teil dieser DNA. Und die nennt sich mRNA. Das heißt, dieser Bauplan wird auch zu den Ribosomen geschickt und währenddessen kommt dann sozusagen der LKW, die tRNA mit den ganzen Bausubstanzen und dann wird das da in den Ribosomen zu einem Protein zusammengestellt. Ja, dann haben wir jetzt die mRNA auch beim Thema Impfung. Und da ist ja ganz klar, das ist ein Bauplan quasi einer fremden Spezies, nämlich dieses Virus. Das heißt, jetzt werden in unseren Zellen, in den Ribosomen, plötzlich Virenproteine hergestellt aus unseren eigenen Aminosäuren. Das Problem dabei ist, dass vor allen Dingen die Proteine, die daraus entstehen, diese Virenproteine, gegebenenfalls sogar das Potenzial haben, wieder neue mRNA freizusetzen, um dann wieder andere Zellen zu infizieren, was dann zu einer regelrechten Kaskade führen kann. Das ist schon 'n sehr fragwürdiges Vorgehen, das ich persönlich nicht unterstütze. Ich halte das für gefährlich, auch wenn es die DNA direkt nicht anbelangt, aber das ist doch ein zumindest mal starker Eingriff hier in die Proteinsynthese, die im Körper selbst zu Kaskaden führen kann. Bei einem geschwächten Immunsystem könnte es dann theoretisch auch zu Krebs und ganz anderen Problemen führen, wenn zu viele von diesen Proteinen plötzlich hergestellt werden. Dazu zählen auch innere Blutungen. Habe da ganz viele Kollegen gehabt, die berichtet haben, nach dieser Impfung mit dem mRNA-Impfstoff, dass sie Blut im Urin hatten. Dann kommen wir zu Risikofaktoren. Was sind denn so typische Risikofaktoren für Mangelerkrankungen? Und da ist als erstes Stress zu nennen, da wären wir dann jetzt bei der germanischen Medizin. Stress ist ja nicht einfach nur irgendwas, was man nicht greifen kann. Das wird leider auch dem Patienten fast nie erklärt. Stress wirkt nämlich über die Psyche auf das Hormonsystem. Das heißt, wir haben hier eine verstärkte Aktivierung von Hormondrüsen, zum Beispiel der Nebennieren für Adrenalin. Und wozu führt das? Das führt dazu, dass diese Hormone im Körper natürlich sozusagen einen verstärkten Nährstoffbedarf erzeugen. Das kann insbesondere bei L-Tyrosin der Fall sein, wenn man so chronischen Stress hat, wo man permanent Power braucht. Denn L-Tyrosin ist eine der Aminosäuren, die für Dopamin, Adrenalin und Schilddrüsenhormone entscheidend ist. Und wenn wir da leer laufen, dann kann es zu einer Art Burnout kommen. Muss man sich vielleicht so vorstellen wie bei den Dampfloks damals, wenn halt irgendwann keine Kohle mehr reinkommt, dann hört die Lok natürlich auf zu fahren. Dann haben wir das Thema Mangelernährung, wo insbesondere einseitige Ernährung, nicht nur bei vegetarischer Ernährung, sondern auch bei anderen, wenn man jetzt nur sich von Eiern ernähren würde, sage ich mal, dann wäre das genauso Quatsch. Wir sind Omnivoren und brauchen eine Vielzahl von Nährstoffen, um vernünftig zu funktionieren. Ich habe jetzt hier mal
eine Ernährung ohne Fisch rausgesucht. Die kann nämlich auch trotz Einnahme von Omega-3-Kapseln oder Ölen dazu führen, dass wir einen Mangel an Taurin erleiden. Ja, Makronährstoffe, Vitamine und Spurenelemente sind nämlich notwendig als Kofaktoren, Bauelemente für Aminosäuren. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Spurenelemente, Vitamine und so weiter regelmäßig auffüllen. Wie sieht denn so ein typischer Vitaminmangel aus? Da hätten wir zum Beispiel Vitamin A, das Augenvitamin wird's ja auch häufig genannt. Da fallen dann so Nachtblindheit, trockene Augen oder allgemein Augenprobleme, schlechtes Sehen, fällt da alles so mit rein. Vor allen Dingen in Fisch viel mit enthalten. Dann haben wir Vitamin B, das sogenannte Nervenvitamin, wo es dann entsprechend zu Nervenkribbeln, Taubheit und auch Anämien, also sogenannter Blutarmung, kommen kann. Gestärkte Reizbarkeit. Dann haben wir Vitamin C. Da ist dann das Stichwort Kollagen, Vitamin C sehr wichtig, wenn man dann Bindegewebsschwäche, Infektanfälligkeit, gestörte Wundheilung, Zahnfleischblutung und Zahnfleischrückgang sowas bei sich beobachtet, dann kann ein Vitamin C-Mangel dahinter stecken. Ja, dann haben wir Vitamin D. In der Regel sprechen wir von Vitamin D3, eigentlich ein Hormon, das insbesondere als Knochenvitamin mittlerweile zählt. Auch ein wenig wohl fürs Immunsystem, aber Knochen sind hier insbesondere zu nennen. Ja, wer Vitamin D einnimmt, dann bitte Vitamin D3 mit K2 einnehmen und am besten noch Magnesiumcitrat dazu. Dann haben wir Vitamin E. Da sagt man bei der Symptomatik vor allem geistige Beeinträchtigung, verminderte Reflexe und Empfindsamkeit. Dem einen oder anderen wird jetzt aufgefallen sein, dass ich hier farblich unterschieden habe. Wir können unterscheiden zwischen wasserlöslichen Vitaminen, das ist vor allen Dingen Vitamin C und die B-Vitamine. Dann haben wir fettlösliche Vitamine, das sind die hier in so orange, Vitamin A, D und E. Und da wird sehr viel gestritten, ob die jetzt schädlich sind oder nicht. Wasserlöslichen Vitamine sind hier wesentlich unproblematischer, da sie einfach ausgeschieden werden, wenn sie zu viel vorhanden sind und sich nicht so im Fettgewebe ansammeln. Da sagt man insbesondere bei Vitamin A, soll man besonders aufpassen wegen vermuteten Leberschäden. Vitamin E und D sind wohl weniger problematisch, aber auch stark umstritten. Wichtig ist, wenn man Vitamin D3 einnimmt, bitte auf eine oxalatreduzierte Ernährung achten, da es sonst zu Nierensteinen kommen kann. Dann haben wir Elektrolytemängel. Da haben wir Kalium. Kalium vor allen Dingen für Blutdruck und Herzrhythmusstörungen relevant. Leute, die einen hohen Blutdruck haben, könnten theoretisch auch einen Kaliummangel haben. Da müsste man mal das Verhältnis zwischen intrazellulärem Kalium und Serumkalium messen oder einfach mal ausprobieren, ob das zu einer Blutdrucksenkung führt mit medizinischer Begleitung. Dann haben wir Magnesium. Magnesium ist an über 300 Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt, entsprechend wichtig. Wenn es dann zu Stoffwechselproblemen kommt, kann natürlich Magnesiummangel dafür verantwortlich sein. Bei Magnesiummangel kann es dann zu Unruhe, Zittern, Zucken oder bekanntermaßen auch Krämpfen kommen. Calcium super wichtig für den Knochenerhalt, Stichwort Osteoporose. Dann auch wieder mit Vitamin D3, K2 bitte zusammen einnehmen. Funktioniert auch definitiv, das habe ich mal gemacht, da wurde ich an meinen Zähnen operiert und dafür wurde im Abstand von einem Jahr tatsächlich wurden Röntgenbilder gemacht und in der Zwischenzeit hatte ich allerdings wegen anderen Problemen Vitamin D3, K2 und ein Basencitrat mit verschiedenen Elektrolyten, Kalium, Magnesium, Calcium genommen und der Arzt, der kam wirklich kaum darauf klar, dass bei mir Knochenwachstum im gesamten Kiefer zu verzeichnen war. Das hat sich alles verstärkt. Ja, obwohl bei seinen sonstigen Patienten immer genau das Gegenteil der Fall war, nämlich dass sich Knochen abgebaut hat. Ich habe noch nie einen Arzt so verdutzt gesehen, also ich kann aus eigener Erfahrung hier definitiv bestätigen, das funktioniert. Natrium nehmen wir in der Regel genug von aus, Thema Speisesalz. Wer da zu wenig von hat, weil er vielleicht zu viel geschwitzt hat oder doch zu wenig von aufgenommen hat, sind dann eher so Kopfschmerzen, Verwirrung, Gangunsicherheit und Kopfschmerzen zu benennen.
Allgemeine Symptome bei Elektrolytemangel. Krämpfe, Zucken und Muskelschwäche, die können bei sämtlichen Elektrolytemängeln im Prinzip auftreten. Deswegen haben manche Leute das Problem, wenn sie Magnesium nehmen, bei Krämpfen und die Krämpfe gehen nicht weg. Es muss nicht immer Magnesium dahinter stecken, auch wenn es am häufigsten Magnesium sein mag. Herz-Kreislauf, da haben wir Herzstolpern, einen unregelmäßigen Puls, Schwindel. Hier natürlich in erster Linie Kalium, aber klar, andere Elektrolyte könnten dafür genauso verantwortlich sein. Gerade die Kalium-Natrium-Ionenpumpen in den Zellen sind hier zu benennen. Also Kalium und Natrium sind somit die wichtigsten Elektrolyte, um überhaupt eine Zellaktivierung zu erzeugen. Dann haben wir das Nervensystem, Thema Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit und Kribbeln. Zum Thema Allgemeinbefinden, Müdigkeit und Erschöpfung. Müdigkeit und Erschöpfung können wir allerdings bei vielen Mangelsymptomen beobachten, aber auch bei Infektionen muss nicht immer Elektrolytemangel dahinter stecken. Dann kommen wir zu den Mineralstoffen und Spurenelementen. Da hätten wir zum Beispiel Zinkmangel, eine schlechte Wundheilung, brüchige Nägel, Haarausfall, ein schwaches Immunsystem, häufige Infekte, trockene und schuppige Haut. Da kann Zinkmangel dahinter stecken. Zink ist besonders beim Thema Immunsystem zu nennen und wird in der Regel mit Vitamin C zusammen kombiniert. Klar, Kollagenbildung, also Zink und Vitamin C für die Reparatur im Körper super wichtig. Eisenmangel, sehr verbreitet besonders bei Frauen. Leider hat das noch nicht so die Runde gemacht, obwohl das schon lange bekannt ist, deswegen erwähne ich das immer. Blasse Haut, schnelles Frieren, Kurzatmigkeit, brüchige Nägel, Haarausfall, eingerissene Mundwinkel, Müdigkeit, Schlappheit, wieder Thema Anämie, eine Eisenmangelanämie. Es gibt auch eine Vitamin-B-Mangelanämie. Zink, Eisen und B-Vitamine sind bei der Blutbildung auch gut mit beteiligt. Deswegen Eisen- und B-Vitaminmängel führen häufig zu Anämien, also einer gestörten Blutbildung, was dann immer in Müdigkeit und Schlappheit auch endet. Dann ist es besonders wichtig, auf Eisen zu achten, wenn man hohe Blutverluste hatte. Das heißt, zum Beispiel vermehrte Blutabnahme beim Hausarzt oder bei Blutspenden. Frauen, die ihre Periode haben, nach starken Schnittverletzungen und so weiter. Auch hier mit Vitamin C einnehmen, das verbessert die Aufnahme. Wer jetzt sich hier angesprochen fühlt an dieser Stelle, kann beim Hausarzt das Serumeisen, Ferritin und Transferin messen lassen. Bitte nicht nur das Serumeisen, das reicht nicht. Wir müssen auch immer das Speichereisen, das Ferritin mitmessen. Und um sicher eine Stoffwechselstörung beim Eisenhaushalt ausschließen zu können, kann man Transferin, wenn man dann schon dabei ist, auch gleich mitbestimmen lassen. Dann das Thema Jodmangel. Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Gewichtszunahme, kalte Hände, Füße, Vergrößerung der Schilddrüse, also der bekannte Kropf, Konzentrationsprobleme. Selenmangel, brüchige Nägel, Haarausfall, Hautprobleme, geschwächtes Immunsystem. Ja, die beiden habe ich hier auch zusammen eingefügt, weil sie auch miteinander allgemein stark in Verbindung stehen, gerade beim Thema Schilddrüse und Drüsengewebe. Dazu gibt es auch einen schönen Vortrag. Jod, das unbekannte Heilmittel, müsste das heißen auf YouTube. Ein sehr interessanter Vortrag, wo auch nochmal darauf eingegangen wird, dass Jod eben nicht nur mit der Schilddrüse zusammenhängt, sondern wirklich mit sämtlichen Drüsengewebe, selbst im Hirnwasser und wie wir mittlerweile wissen, sogar aktiv im Immunsystem beteiligt ist. Da komme ich dann beim Thema Schilddrüse, Parasiten im zweiten Teil zu den Zivilisationskrankheiten nochmal zu. Abschnitt 3.3 Toxis. Toxis, also Vergiftung, können akut oder chronisch sein. Zum Beispiel bei Umweltgiften, Chemie und Metalle können sich ansammeln und zu chronischen und schubartigen Verläufen führen. Schwermetalle und Aluminium führen zu Nervenfunktionsstörungen oder Schmerzen. Das ist dann so ein typisches Brennen oder stechender Schmerz, also ein Brennen, stechender Schmerz. Biochemische Toxine, zum Beispiel Tiergifte oder Absonderung von Bakterien oder Parasiten, können ebenso Vergiftungserscheinungen hervorrufen. Typisch dafür wäre dann Salmonellen, die dann eine Magen-Darm-Vergiftung auslösen.
Wie geht man im Akutfall vor? Nicht bei allem ist die Naturheilkunde immer führend, deswegen hier den Notruf im Zweifelsfall 112 oder den Giftnotruf 030 19240 anrufen und dort die Symptome und das, was man entsprechend irgendwie eingenommen hat, in der Regel ja oder in Kontakt gekommen ist, dort angeben. Die werden dann schon wissen, was zu tun ist. In der Regel wird man dann versuchen, wenn man etwas geschluckt hat, dass dann der Magen ausgepumpt wird, damit es gar nicht erst in den Darm gelangt oder wieder durch Erbrechen irgendwie, ja, aus dem Magen rausgeholt wird. Manchmal kann man noch mit Wasser verdünnen, bitte nur auf Anweisung. Hört da wirklich auf das, was die euch da am Telefon sagen. Wer jetzt befürchtet, nur eine Salmonelleninfektion zu haben oder sowas, der kann hier mit Aktivkohle sehr gut arbeiten. Die bindet die meisten Umweltgifte sehr gut. Wichtig nochmal hier zu erwähnen, nicht bei ätzenden Substanzen oder Lösungsmitteln, da wollen wir niemandem oral irgendwas geben. Nicht bei bewusstlosen oder bewusstseinseingetrübten Personen, da natürlich genauso nicht. Da besteht Erstickungsgefahr, weil der Schluckreflex nicht funktioniert. Dann haben wir natürlich auch ein natürliches Entgiftungssystem, das sehr gut funktioniert, aber auch nicht bei allen Sachen. Deswegen einmal hier das Grundprinzip der Leberentgiftung. Der Körper versucht, fettlösliche Stoffe, zum Beispiel Umweltgifte, Medikamentenreste, in wasserlösliche Stoffe umzuwandeln. Es nennt sich Konjugation, damit sie über Urin oder Galle ausgeschieden werden können. Konjugation nämlich deswegen, weil sie hier an bestimmte Stoffe, zumeist an Proteine, gebunden werden. Dadurch wird aus einem Hydrophoben ein hydrophiles Element, das dann über die Nieren ausgeschieden werden kann. Wichtig ist mir hier jetzt einmal zu erwähnen, viele Leute, die dann entgiften wollen, die machen dann eine ketogene Ernährung oder wollen fasten. Da wird dann ja auch Laktat abgebaut oder die Giftstoffreservoirs im Fettgewebe, das nun mal leider Toxine gerne ansammelt, werden wieder frei. Das heißt, hier kann es dann zu so einer Erstverschlimmerung kommen mit diversen Problemen, die sich dann über die Haut zum Beispiel bemerkbar machen mit Pickeln oder Rötungen. Wir können beobachten, dass wir Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt bekommen, wie zum Beispiel Durchfall oder Verstopfung. Das kann alles passieren, ist nicht schön, aber es ist kein Zeichen, dass ihr etwas falsch macht, sondern genau das Gegenteil. Es ist genau richtig, man muss da nur ein wenig durchhalten. Wie funktioniert das Ganze? Die Leberentgiftung funktioniert in 2 Phasen. Einmal der Aktivierung und dann der, ich nenne es mal Entschärfung im zweiten Schritt. Für die Phase 1 Entgiftung sind dann Vitamin B vor allen Dingen wichtig, Zink und Elektrolyte, die dann helfen, das Ganze als Zwischenprodukt sozusagen zu gewinnen. Ja, diese Zwischenprodukte sind aber oft sehr reaktiv und sehr schädlich für den Körper, oft sogar noch toxischer, wenn man so will, als das eigentliche Gift, was man da raushaben will. Deswegen ist eine gute Phase 2 Entgiftung wichtig. Hier sind dann Eiweiße insbesondere zu nennen und ein liposomales Glutathion, das dann hier in der Phase 2 Entgiftung hilft. Ja, wenn die Phase 2 zu langsam läuft, dann kann es natürlich auch zu verstärkter Oxidation im Körper kommen. Ist dann auch nicht so schön, deswegen sollte man gucken, dass hier beide Phasen entsprechend gut laufen. Symptome einer chronischen Vergiftung. Das können zum Beispiel sein unerklärliche Schmerzen. Na, da sind wir wieder beim Thema stechendes Brennen, da Noxen die Nervenenden reizen. Wir haben nämlich auch nicht isolierte, schnelle Fasern. Und wenn da sich jetzt Schwermetalle oder Toxine dran setzen, dann kann es natürlich sein, dass es zu so einem chronischen Schmerzsyndrom kommt. Unerklärliche neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson und MS, da kann sowas durchaus auch hinterstecken. Umweltgifte, Chemie sollte man definitiv abklären. Unerklärliche Schübe, das kenne ich am eigenen Leib leider zu gut, sollte man auch definitiv abklären. Wobei Schübe auch auf Nährstoffmängel, Phasen zurückzuführen sein können. Chronische Entzündung von egal welchem Bereich des Körpers, der sich nicht durch Mangel oder akute Infektion erklären lässt. Auch wichtig zu wissen.
Ja, Ausleitung von Metallen. Wie funktioniert das Ganze? Da gibt es aus der Schulmedizin das sogenannte EDTA. Da gibt es 2 verschiedene Arten. Wenn man unten einmal schaut, gibt es das Natrium-EDTA. Und, das ist zwar gut für Schwermetalle, um diese auszuleiten, ist allerdings nicht selektiv und beansprucht die Nieren sehr stark. Wenn man dann also akut Nierenprobleme hat, sollte man, da mal 'n bisschen pausieren und schauen, ob das noch Sinn macht. Calcium-EDTA ist eher besser um Calciumablagerungen, Stichwort Arteriosklerose, da ein wenig gegen anzugehen. Ja, wann wird das Ganze gemacht? In der Schulmedizin nur in akuten Fällen, um dann eine Ausleitung von Schwermetallvergiftung im Akutfall tatsächlich zu bewerkstelligen. Das Problem ist, akute Vergiftungen sind zwar im Blut nachweisbar, chronische aber nicht mehr. Die haben sich dann schon in den Knochen oder im Fettgewebe oder sonst wo eingelagert. Die muss man dann mit der sogenannten Chelattherapie, mit einem Schwermetallprovokationstest einmal wieder lösen. Die können dann im Urin untersucht werden. Alternativ gibt es die Haarmineralanalyse. Da weiß ich allerdings nicht, wie zuverlässig die ist. Also dieser Provokationstest, diese Chelattherapie, die funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Wie oft würde ich das machen? Nur so alle 3 bis 4 Wochen vielleicht einmal und in der Zwischenzeit immer wieder Elektrolyte, Zink, Kupfer, Mangan, Chrom wieder auffüllen. Man kann dann gegebenenfalls auch mit B-Komplex und liposomalen Glutathion oder Zeolit und Co. mithelfen, diese ganzen Sachen auszuschwemmen. Wichtig ist, die ganze Geschichte ist sehr in Verruf geraten, weil es da auch Todesfälle gab, weil es meistens zu schnell verabreicht wurde. Dadurch, dass nun mal nicht selektiv hier das Ganze funktioniert, werden natürlich auch gute Mineralien und Elektrolyte mit rausgeschwemmt. Und es kann hier tatsächlich dann auch zu Mangelerscheinungen führen, die dann letztendlich zum Tod führen. Deswegen ganz wichtig, dass man hier die Nährstoffe immer wieder in diesen Zwischenzeiträumen auffüllt mit guten Sachen, damit sowas nicht passiert. Als Alternative zur Infusion gibt es dann auch die DMPS und DMSA-Kapseln, die kann man dann oral schlucken. Wie gut die funktionieren, kann ich persönlich an dieser Stelle nicht sagen. Da müsst ihr euch dann anderweitig beraten lassen. Natürlich Naturheilkunde, wer jetzt da noch mal ein paar Infos zu haben will. Ich gehe davon aus, dass die Wirkung nicht so stark ist wie jetzt mit so einer Infusion, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man das ja einmal mit aufführt. Wie kann ich Aluminium ausleiten? Indem ich Silizium, häufig in Kieselsäure mit drin. Dann haben wir Schwefelverbindungen, MSM, bindet an Quecksilber und Blei. Wichtig hier auch zu wissen, viele Leute, die über Gelenkbeschwerden klagen und Schmerzen in den Gelenken, wenn man da im Internet mal in den Kommentaren sich die Geschichten so durchliest, können hier durch die Gabe von schwefelhaltigen Verbindungen wie MSM die Symptome deutlich gelindert werden. Also wer da nach Heilung sucht, könnte ich hier nur einmal als Info mitgeben. Ich darf es ja immer nicht empfehlen. Ja, Eigenversuche kann jeder mit seinem Körper machen. Ich darf es halt nur nicht empfehlen, deswegen verweise ich hier nochmal an meinen Disclaimer. Chlorella und Spirulina wird allgemein eine ausleitende Wirkung nachgesagt. Benutze ich persönlich auch tatsächlich immer noch mal mit, wenn ich so Entgiftungskuren mache. Wichtig ist mir zu erwähnen, Heilerde, Zeolit, Bentonit, die wirken eher im Darm als systemisch. Also ja, um den Darm zu reinigen, funktioniert das. Um jetzt systemisch Sachen zu lösen und auszuleiten, dann aber eher nicht. Also ein eher begrenztes Wirkspektrum im Darm. Abschnitt 3.4 Pathes. Da reden wir jetzt von Infektionskrankheiten mit Pilzen, Bakterien, Parasiten und Viren. Wie stecke ich mich denn überhaupt an? Bei Pilzen funktioniert das vorwiegend über Hautkontakt, über die Umgebung, wenn man sich in öffentlichen Schwimmbädern aufhält oder auch endogen als Eigeninfektion. Da wäre dann vor allen Dingen das Mikrobiom bzw. die Dysbiose zu nennen oder eine kohlenhydratreiche Ernährung, wenn ich natürlich immer viel Zucker esse. Pilze lieben das.
oder mich in einem feuchtwarmen Milieu aufhalte oder meine Hautbarriere geschwächt ist bei Hautkontakt, dann habe ich eine gute Chance, dass ich mich mit Pilzen infiziere. Die Symptome, mal von den optischen Symptomen auf der Haut direkt, können wir natürlich hier Juckreiz, Brennen, schuppige, trockene Haut, rissige Haut, Bläschen oder nässende Stellen mit erwähnen. An den Füßen dann entsprechend Juckreiz zwischen den Zehen häufig, weiße, aufgeweichte Haut, Risse, die schmerzen oder auch ein unangenehmer Fußgeruch. Im Mund, da reden wir dann von einem pelzigen Gefühl oder einer Geschmacksveränderung, die man erleben kann, einem Brennen im Mund oder Schmerzen beim Essen oder Schlucken. Im Intimbereich wären das dann starker Juckreiz, Brennen, Rötung, Schwellung oder ein weißlicher Ausfluss. Da werde ich jetzt keine Bilder zu zeigen. Wen das interessiert, kann das gerne einmal googeln. Ist jetzt nicht so appetitlich. Die Behandlung von Pilzen kann man häufig bereits mit frei verkäuflichen antimykotischen Salbensprays oder Zäpfchen angehen. Ja, bitte dann natürlich immer nach Gebrauchsanweisung vorgehen und in der Regel sagt man auch nach Rückgang der Infektion noch 1 bis 2 Wochen weiter behandeln. Handtücher, Unterwäsche regelmäßig wechseln und natürlich bei Unsicherheit oder anhaltender Infektion definitiv dann einen Arzt aufsuchen, muss ich ja sowieso immer zu raten. Wie gesagt, mein Disclaimer, wenn ihr irgendwie was bei euch bemerkt, natürlich immer zum Hausarzt. Der stellt dann eine Diagnose und gibt euch dann entsprechend antimykotische Mittel. Dann das Thema Bakterien. Wie stecke ich mich mit Bakterien an? Bisher, wie infiziere ich mich da? Da gibt es die Tröpfcheninfektion oder den direkten Kontakt, also das Berühren infizierter Menschen oder Oberflächen. Wir können uns oral infizieren über Nahrung oder Wasser oder eine Vektorübertragung erleiden, indem wir von Zecken oder Mücken entsprechend infiziert werden. Was sind da die typischen Symptome? Allgemeine Symptome: Fieber, Müdigkeit, Schüttelfrost und Unwohlsein. Das war so ein bisschen das, was wir unter Grippesymptomatik verstehen. Atemwege: Husten, Halsschmerzen, Atemnot und Auswurf. Haut und Wunden, Rötung, Schwellung, Eiterbildung, Schmerzen. Bitte bei Eiterbildung ist auch immer so ein ganz schlechtes Zeichen, ja. Dann Verdauungstrakt, Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen. Harnwegsinfekte, Brennen bei Wasserlassen, häufiges Wasserlassen oder trüber Urin. Die Behandlung. Da können wir prophylaktisch bereits arbeiten, indem wir eine gewisse Grundhygiene einhalten von unserem Körper und unserem Umfeld. Wir können das Ganze schulmedizinisch behandeln lassen mit Antibiotika, Schmerzmittel und Fiebersenker. Ein guter Arzt wird euch nie direkt Antibiotika verschreiben. Wer wie ich mittlerweile auf dem Trip ist, dass er eigentlich gar keine Lust mehr hat, 'n Schulmediziner aufzusuchen, solange es sich irgendwie vermeiden lässt, der kann auch auf eine Lugolsche Lösung mit Jod zurückgreifen oder kolloidales Silberwasser, 2 bis 3 mal 20 Milliliter, 25 ppm Lösung. Wie gesagt, keine Handlungsempfehlung, das ist nur das, was ich machen würde. Wer das selber ausprobieren will, ist immer ein Selbstversuch. Ich übernehme da, wie gesagt, keine Haftung oder Sonstiges. Fieber ist ein natürlicher Abwehrmechanismus. Das ist mir noch mal wichtig zu erwähnen. So bis grob 40 Grad kann man sagen, ist das Ganze harmlos und gut und wichtig. Erst so ab 40 bis 42 Grad kommt es bei längerem Fieber zu enzymatischen Problemen. Da sagt man so 3 bis 4 Stunden kann das auch mal so knapp über 40 Grad gehen, dann sollte es aber auch wieder runtergehen. Wenn es länger als 3, 4 Stunden anhält, dann kann es durchaus sinnvoll sein, Fiebersenker auch zu nehmen. Spätestens, allerspätestens ab 42 Grad sprechen wir von einer garantierten Denaturierung von Protein. Und hier ist das dann definitiv sinnvoll und angebracht, Fiebersenker zu nehmen, weil hier artet das Ganze aus. 4.3 Parasitenansteckung. Ja, wie stecke ich mich mit Parasiten an? Nicht so, wie viele denken, nur über ungekochtes Fleisch, sondern tatsächlich auch über Erde und Schmutz, Berühren von kontaminiertem Boden. Da gibt's dann Würmer, die sich dann durch die Fußsohle in einen reinbohren. Wir kennen natürlich auch Zeckenmücken und Co. Ja, direkter Kontakt, also Berühren kontaminierter Lebewesen, wenn da schon so 'ne Zyste irgendwo oben auf der Haut wächst und man berührt die. Ja, herzlichen Glückwunsch, Jackpot. Oral, kontaminierte Nahrung oder Wasser, nicht nur ungekochtes Fleisch, da sprechen wir genauso von
Waldbeeren, die mit Fuchskot und Fuchsbandwürmern infiziert sind. Also auch auf pflanzlichen, ungewaschenen Geschichten können wir sowas haben. Auch wieder die Vektorübertragung, Gebiete mit Zeckenmücken oder Flöhen, die Parasiten übertragen können. Und als Risikofaktor natürlich auch wieder eine kohlenhydratreiche Ernährung. Parasiten sind auch ganz große Fans von Zucker, wie Pilze auch. Die Symptome. Was kann ich bei Parasiten für Symptome haben? Das ist vielfältig. Wir können allgemeine Symptome haben wie Müdigkeit, Fieber und Gewichtsverlust. Wir können Anämie, Organschwellung und Gelbsucht entwickeln, gerade bei Beteiligung der Leber. Bei Haut und Gewebe können wir Juckreiz, Rötungen, Ausschlag und Schwellungen durchaus feststellen. Wir können auch immunologische Suppression feststellen. Das heißt, wenn ihr bemerkt, ihr habt subjektiv definitiv irgendwie Entzündungsprozesse bei euch im Körper laufen, aber CRP und Leukozyten springen nicht an, dann ist das ein ganz, ganz kritischer Hinweis tatsächlich auf eine Infektion mit Parasiten, besonders der Leber. Verdauungstrakt, Durchfall, Bauchschmerzen, Blähung und Übelkeit, das wird wahrscheinlich eher in einer Akutphase sein, in chronischen Phasen dann wohl nicht mehr. Neurologische Symptome, da haben wir Verwirrtheit, Krampfanfälle, Kribbeln und Schwindel, auch ausgelöst durch Nährstoffmängel. Das ist jetzt nämlich hier das nächste Thema, da ist besonders Eisen und B-Vitamine zu nennen, die von den Parasiten dann quasi auch mit verstoffwechselt werden. Wer eine Schwermetallausleitung macht und dort sehr starke Zinkausscheidungen mit im Urin beobachtet, das könnte dann eine sogenannte Nutritional Immunity sein, wenn der Körper sehr viel Zink innerhalb der Zellen anhäuft, die dann bei dieser Schwermetallausleitung mit rausgeschwemmt werden. Das spricht auch ganz stark für Parasiten. Dann haben wir die Behandlung, auch wieder prophylaktisch durch Hygiene, Abkochen der Nahrung oder durch Filtern von Trinkwasser. Wir können die Symptome lindern durch Nährstoffgabe, wenn halt Eisen, B-Vitamine, Zink und so weiter runtergehen, dann können wir die extra supplementieren. Muss man allerdings bedenken, dass man damit natürlich auch die Parasiten selbst auch mit füttert. Schulmedizin, die würden dann Antihelmintika geben, also so Antiwürmermittel oder Antimalariamittel, gegebenenfalls Zysten chirurgisch entfernen. Bitte auch komplett, keine Biopsie, direkt weg damit. Naturheilkunde ist wieder Thema Selbstversuch, wieder Hinweis auf meinen Disclaimer. Lugolsche Lösung, kolloidales Silberwasser oder Kräuterextrakte, sogenannte Antiparasitenkuren, mache ich gerade auch wieder eine. Die Behandlung mit Kräutern. Das werde ich jetzt nicht einmal alles durchgehen. Wen das interessiert, der kann sich das gerne einmal als Screenshot oder das Video einmal pausieren und sich damit auseinandersetzen. Das ist einfach nur eine Übersicht von so verschiedenen Parasiten und wo man nachsagt, dass bestimmte Kräuter da entsprechend wirken. Das Thema Viren ist ein sehr spezielles Thema. Lateinisch steht das Ganze für Virus, also Gift, Giftstoff, Schleim oder Saft. Ja, da gibt's jetzt so Verschwörungstheoretiker, wo ich leider auch mit zuziehe, die würden jetzt behaupten, dass Viren gar nicht natürlichen Ursprungs sind und Krankheitserreger auf Basis von Proteinen und DNA. Dazu würden Tiergifte über Gain-of-Function-Forschung in geheimen Laboren zur Bevölkerungskontrolle eingesetzt. Wie gesagt, das ist eine absolute Verschwörungstheorie. Ja, ich möchte auch nicht, dass mein Video hier irgendwie gelöscht wird, aber ich muss natürlich darauf hinweisen, dass es solche Verschwörungstheorien gibt. Und das ist alles offiziell natürlich nicht bestätigt und wie gesagt, reine Verschwörungstheorie. Deswegen gibt es ja auf der rechten Seite zum Beispiel das Patent T0932-04, ein HIV-Virus von Siemens. Und diese Gain-of-Function-Forschung findet natürlich auch nur statt, weil man natürlich diese ganzen Viren und Bakterien alle noch potenter machen will, um euch davor zu schützen. Das klingt ja auch total logisch. So, dann haben wir Mentis. Mentis ist der Ausdruck des innewohnenden Geistes, der sich in der materiellen Welt durch Emotionen manifestiert. Freude, Liebe, Zorn und ähnliche Zustände. Eine Geisteskrankheit liegt vor, wenn eine emotionale Sondersituation die normale Regulation übersteigt, etwa weil sie zu intensiv, chronisch oder durch unerfüllte emotionale Bedürfnisse bedingt ist und über rationale oder akute
Anforderungen hinaus das Erleben oder Handeln beeinträchtigt. Das heißt, hier geht es wirklich darum, dass unsere emotionale Reaktion in einem solchen Maßstab, sage ich mal, beeinträchtigt wird, dass, ja, das unseren Lebensalltag negativ beeinflusst oder unseren Alltag. Das Konzept ist natürlich von mir jetzt frei erfunden, weil ich, ja, wie soll man das nett formulieren, feststellen musste, dass diese ganze Psychoschiene, die da in der Schulmedizin gefahren wird, irgendwie nicht so wirklich geil ist. Ich hatte auch mal so 'ne depressive Phase und dann füllt man da irgendwelche Zettelchen aus und ich habe mir da mal den Spaß gemacht und habe die dann unterschiedlich ausgefüllt, weil dann immer mal zwischendurch nachgefragt wurde. Und am Ende hatte ich irgendwie nach 3 solchen Tests hatte ich jede Persönlichkeitsstörung, die man irgendwie finden kann. Das heißt, ja, das ist einfach 'ne Pathologisierung von Persönlichkeiten, was da heutzutage stattfindet und hat für mich mit Medizin eigentlich herzlich wenig zu tun. Ist meine persönliche Meinung. Wie gesagt, das hier ist nur ein Konzept, an dem man sich gerne bereichern kann oder auch nicht. Man darf es ablehnen, man darf es kritisieren. Mich darf man kritisieren, ich verkünde keine absoluten Wahrheiten, die ich mit Zensur oder Unterdrückung irgendwie durchsetzen muss. Okay. Da hätten wir zum Beispiel als erstes das Ich-Gefühl, auf dem alles basiert. Das ist der Selbstausdruck, also die Expression von Emotionen des Selbst, die passive Ausstrahlung. Wann wird das da pathologisch? Wenn man von außen eingeengt wird oder zu sehr von starken Gegenpolen umgeben ist. Wenn ich als introvertierter Mensch nur mit extrovertierten Menschen zusammenhänge, dann, ja, kann mich das schon ein bisschen einengen. Aber wenn ich da niemanden finde, der da auf meiner Frequenz mitschwingt, dann endet das vielleicht in Depression und Burnout, weil das einfach super anstrengend ist. Das Selbstwertgefühl, der eigene Wert und die eigene Weltanschauung, so ein bisschen der Schutzreflex des, Selbst und des Selbstbewusstseins wird pathologisch, wenn wir permanent lügen, wenn wir uns grundlos über andere erheben. „Ja, ich bin besser, ich bin wichtiger. Wer bist du denn?“ Also, die reale Geschehnisse verdrehen, also auch so 'n bisschen an Realitätsverlust dann anfangen zu leiden. Und chronisch wird das Ganze, wenn wir dann von wirklich Narzissmus sprechen, pathologischen Lügen und Heucheln. Basiert tatsächlich meist auf einem gekränkten Selbstwertgefühl, das dann entsprechend mit einem übersteigerten Selbstbewusstsein ausgeglichen wird. Narzissmus ist also ein chronisch gekränktes Selbstwertgefühl, wo entweder man selbst oder die Realität, die eigene Weltanschauung so angegriffen wird, dass es nicht mehr mit dem eigenen Bild übereinstimmt. Da haben wir Angst und Furcht. Das ist natürlich eine ganz normale Reaktion auf rational erklärbare Befürchtungen. Pathologisch wird's, wenn's dann irrationale Ängste betrifft und, man vielleicht auch Panikreaktionen schon bekommt, so übersteigerte Angstattacken, die dann auch länger anhalten. Dann haben wir posttraumatische Belastungsstörungen oder eine generalisierte Angststörung. Das wäre dann chronisch. Wut und Ärger, Reaktion auf Frust oder Bedrohung ist ganz klar, auch ganz natürlich. Jeder darf mal frustriert sein oder auch auf eine Bedrohung entsprechend aggressiv reagieren. Wann wird's pathologisch? Wenn wir ausschweifen und in mentale oder physische Gewalt ausarten. Also, irgendjemand kritisiert uns und wir fangen gleich an, den irgendwie zu beleidigen oder der guckt uns irgendjemand schräg an und wir haben gleich den Impuls, den eine reinzudonnern. Das ist definitiv pathologisch, das sollte so nicht sein. Und natürlich vor allen Dingen, wenn keine Verteidigungsabsicht besteht. Wenn wir angegriffen werden, ja, wir werden beleidigt, dann ist das auch irgendwo natürlich, dass man dann das Wort erwidert. Oder wenn man gewalttätig angegangen wird, dass man sich auch entsprechend verteidigt. Alles ganz normal, aber diese vorangegangene Aggression, die sind pathologisch, die diesen Konflikt überhaupt erst verursacht haben. Dann haben wir explosivartige, anhaltende Wutausbrüche wie bei Cholerikern. Das ist da auch so was Chronifiziertes bereits. Oder wenn wir wirklich auf jede kleinste Reaktion mit mentaler oder physischer Gewalt reagieren wollen, das ist absolut nicht normal. Das sollte so nicht sein. Trauer und Verlust, das ist auch ganz normal, die Reaktion auf Verlust oder Enttäuschung. Da wird's dann schon pathologisch, wenn's sehr lange anhält. Ja, wenn man jetzt natürlich seine Eltern oder seinen Hund verloren hat oder sein Kind sogar, dass man da natürlich Wochen, Monate vielleicht sogar am Trauern ist, das ist ganz normal, je nachdem, wie man sich natürlich auch nahe stand.
Wenn man dann allerdings nach 3 Jahren immer noch jeden Tag 'n Heulanfall hat, das sollte so nicht sein. Oder wenn man sich den Nagel abgebrochen hat oder, in 'nem Spiel mal verloren hat und dann immer gleich mit Depressionen und, Tränen reagiert, das sollte so nicht sein. Chronisch spricht man dann da von einer Dysthymie, so 'ne persistierende Traurigkeit oder das Nicht-Loslassen können bei Verlust. Freude und Euphorie, das ist dann das biologische Belohnungssystem. Und natürlich werde ich hier Luftsprünge oder dergleichen nicht pathologisieren, das wäre ja total albern. Aber es gibt chronische Formen wie Manie und Größenwahnsinn, die tatsächlich auch dazu führen, dass dann Leute glauben, sie könnten fliegen und dann irgendwo von 'ner Klippe springen. Das ist dann nicht mehr ganz so gesund, auch wenn's in Freude geschehen mag. Das, ist behandlungsbedürftig. Misstrauen und Argwohn ist 'n ganz normaler Schutzmechanismus, so 'ne soziale Vorsicht. Ein wenig Vorsicht schadet nie, Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Wann wird's pathologisch, wenn man so 'ne überstarke Skepsis gegenüber allem und jedem hat, vielleicht dann neue Leute erst mal über ihre ganze Lebensgeschichte ausfragt, um zu schauen, kann ich dem überhaupt trauen? Das ist dann schon 'n bisschen sehr seltsam. Chronisch wird das Ganze, wenn man dann an Paranoia irgendwann leidet, Verfolgungswahn, „Oh, überall sind Nazis." Das ist nicht normal, das gehört behandelt. Scham und Schuld, Selbstbewertung beziehungsweise moralisches Empfinden. Ja, gehört zu 'nem reflektorischen Wesen dazu. Wer keine Scham und keine Schuld empfindet, wenn er Scheiße baut oder irgendwie was Doofes gemacht hat, ja, das gehört irgendwie zu 'nem normalen Lebewesen mit dazu, dass man mal so selbst reflektiert: „War das, was ich da gemacht habe, eigentlich in Ordnung?" Wenn ich sage „Nein" und da Schuld empfinde, ist das in Ordnung und sollte auch so sein. Bei übersteigerten Schuldgefühlen oder Schamgefühlen, auch bei Kleinigkeiten, ja. Du hast irgendwie ganz Kleinigkeit irgendwie beim Job vermasselt. Das ist eigentlich nicht mal schlimm, das kostet die Firma nicht mehr Geld. Das musst du vielleicht nach 10 Minuten hast du das wieder umgearbeitet in deiner Excel-Tabelle. Und da bist du dann schon so: „Oh, ich bin zu schlecht und bin's gar nicht wert." Das ist, dann schon, wo wir davon sprechen, dass es pathologisch ist. Bei chronischen Erkrankungen des Schuldgefühls, da hätten wir dann Borderline-Verhalten, Selbstverletzung und Bestrafung. Ja, ich habe das gar nicht verdient zu leben irgendwie und dann muss ich mich da selbst verletzen oder selbst bestrafen. Das ist nicht normal. Dann haben wir das Thema Bedürfnis und Verlangen. Das ist das Streben nach emotionaler Erfüllung des Geistes. Kann dann pathologisch, je nachdem, wie man da so unterwegs ist, in zum Beispiel Diebstahl sich äußern, wenn man starke materielle Bedürfnisse hat. Oder bei sexuellen Bedürfnissen, Übergriffigkeiten aufs andere Geschlecht. Das kann dann chronisch sich in Kleptomanie äußern oder Süchten als Ersatzreaktion. Ja, wenn uns emotional irgendwie was fehlt im Leben, dann suchen wir uns einen Platzhalter dafür, der uns da irgendwie ruhig stellt. Und das kann dann halt der Tabakkonsum sein, Alkoholkonsum, härtere Drogen, irgendwelche Fetische können da tatsächlich auch mit reinspielen. Oder im schlimmsten Fall haben wir dann so 'ne Triebtäter-Geschichten, die dann auch nicht nur, ja, mal irgendwo jemanden an den Arsch grapschen, sondern tatsächlich dann auch das Ganze in Vergewaltigung oder so was endet. Dann haben wir Oszilles. Oszilles ist quasi frequenziell bedingt. Da habe ich mir mal 'n paar Gedanken zu gemacht. Gerade zu Weihnachten hatte ich das gerade, dass ich Familie besucht habe und da so einige Sachen feststellen konnte, nachdem ich jetzt schon länger mich hier so 'n bisschen auf höheren Energien befinde, aber auch im Arbeitsumfeld. Und da fragt man sich dann: „Wie kommt es eigentlich, dass mir immer so die Energie in bestimmten Umfeldern genommen wird?" Und das ist, wenn die Frequenzen nicht stimmen, wenn du so Niedrigschwinger, nenne ich sie mittlerweile immer, hast, die einfach nur durchs Leben poltern und jedem mit dem Ellbogen eine reindrücken und Leute beleidigen und ja, das nenne ich immer Niedrigschwinger. Das ist jetzt hier die rote Aura, hat man jemand anderen hier mit 'ner blauen Aura, sitzen und die kommen permanent ran, dann klaut der mit Niedrigschwinger dem höher Schwingenden immer die Energie, weil die gar nicht miteinander harmonieren und
je mehr solche Felder es gibt und je größer die Differenz, desto stärker ist natürlich auch diese Energieabsorption, was dann gegebenenfalls in Depression und Burnout enden kann. Andersrum funktioniert das allerdings auch. Da habe ich gemerkt, als ich viel auf meinen Vater eingeredet habe, dass das dann unglaublich anstrengend für ihn wurde irgendwann und er das dann in so 'ne Art Grippe scheinbar tatsächlich sogar, ja, verarbeitet hat. Ob das jetzt natürlich ursächlich war, weiß ich nicht. Aber man hat gesehen, dass er dann mit offeneren Augen auch durch die Welt gefahren ist, Strecken, die er mit dem Auto lang gefahren ist. Sehr interessant, wo er dann plötzlich sagte: „Oh, guck mal, die haben die Fassaden hier gestrichen, die sind ja bunt.“ Und, seine Frau dann entsprechend erwiderte: „Das ist doch schon immer so gewesen.“ Also, ihm ist das gar nicht aufgefallen. Also, dieses Bewusstsein öffnet halt wirklich so 'n bisschen auch den Blick auf die Welt. Die wird dann 'n bisschen farbenfroher, detailgetreuer. Das, ist schon interessant. Allerdings stößt man da häufig auf sogenannte kognitive Dissonanz als Schutzreflex. Da wird dann das eigene Weltbild verteidigt und das ist für den, der natürlich nicht in so 'nem hohen Bewusstsein ist, da muss man auch Verständnis für haben, mega anstrengend, plötzlich sein ganzes Weltbild zu hinterfragen und alles irgendwie neu zu erdenken und zu erkennen. Und das ist 'n ganz normaler Schutzreflex, der jedem Menschen innewohnt und der natürlich auch davon abhängig ist, bin ich eher offen kognitiv oder bin ich doch eher in so 'ner Widerstandshaltung? Und wenn man merkt, dass man da auf Widerstand stößt, braucht man eigentlich auch gar nicht weiter auf die Leute einreden, weil die sind dann einfach noch nicht bereit und offen dafür. Nehmt da auch Rücksicht auf, die Leute, die nicht im höheren Bewusstsein irgendwie sind, weil auch ihr könnt die sozusagen krank machen. Ja, das ist dann Empathie. Das ist nicht nur die niedrig schwingende Frequenz, die der Höheren die Energie raubt, sondern in Gesprächen kann sich das Ganze sogar umkehren. Das sind zumindest die Sachen, die ich so in den Raum werfe aus meinen eigenen Beobachtungen so in meinem Umfeld. Dann noch ein kleines Abschlusswort. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gebt natürlich auf euch und eure Gesundheit Acht und sagt euren Gur-Ult Ade, denn die Parasiten, die wir so haben, die machen nicht unsterblich, sondern eher umgekehrt, die machen uns krank. Ich freue mich dann schon auf jeden, der Bock auf den zweiten Teil hat. Etwas salopp gesagt, da werden wir dann über so Sachen sprechen nochmal wie Cholesterin, Entzündungsprozesse, Allergien, DNA, Krebs. Da wird das alles ein bisschen spezialisierter, aber ich wollte ja einmal die Grundlage überhaupt erst mal schaffen, überhaupt so ein System irgendwie, wo man sagt: „Okay, was ist das eigentlich als Grunderkrankung?“ Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.